an der Afrikafront. Artilleriebeobachtung vor Tobruk. Die Stellungen und Unterstände sind in schwerster Arbeit in den Felsboden hineingetrieben worden. Wie der deutsche Wehrmachtbericht wiederholt meldete, versuchen die Briten immer wieder, den stählernen Ring, den das deutsche Afrikakorps um Tobruk gelegt hat, zu sprengen. Alle Ausbruchsversuche brachen jedoch im Feuer der deutschen Batterien zusammen. Die Briten sind zurückgeworfen. Stukas vom Typ Ju-87 starten zum Angriff auf die Verteidigungsanlagen von Tobruk. Bomben auf Bunker und Feldstellungen. Dort liegt Tobruk. Die Bomben haben gesessen. Gewaltige Rauchwolken liegen über der Stadt. In der Gegend von Sollum stoßen deutsche Panzerkampfwagen vor. Ein englischer Panzer ist gestellt und wird vernichtet. Zerschossene englische Tanks. Die Hitze ist fast unerträglich. Sie beträgt in den Panzerkampfwagen oft bis zu 62 Grad. Aber unsere Soldaten lassen sich dadurch nicht die Laune verderben. Die Temperatur wird manchmal auch höchst wirtschaftlich ausgenutzt. Nach schweren Kämpfen ein bunter Nachmittag bei den Fliegern in der Wüste. Anzugvorschrift, weißer Burnus, bunter Turban. Lieblingsfrau des Maharaja. Ein Schlangenbeschwörer. Kampf um den großen Preis von Afrika. Haut den Lukas! Das moderne Wüstenkarussell.
im höchsten Norden der Ostfront. General Dietl, der Sieger von Narvik. In dem zerklüfteten Felsgebiet der Eismeerfjorde ist der Kampf, den hier deutsche und finnische Soldaten führen, besonders schwer. Die Bolschewiken greifen an. Der Angriff ist abgewiesen. Nach den schweren Kämpfen in Mittelfinnland. Die Sowjets erlitten auch hier blutige Niederlagen. Der finnische Ministerpräsident Wrangel im Kampfgebiet. Die Bolschewiken ließen hier bei ihrer Flucht Kriegsmaterial aller Art zurück. Im Süden Finnlands müssen die vorrückenden deutschen und finnischen Verbände immer wieder Flüsse und Seen überwinden. Auf dem Vormarsch nach Viipuri. Nach erbitterten Kämpfen wurde diese alte finnische Stadt, die von den Sowjets im Winter 1940 den Finnen geraubt worden war, zurückerobert. Im Süden der gewaltigen Front. Nach der Einnahme der Festung Otschakow am Schwarzen Meer werden die verlassenen bolschewistischen Küstenstellungen sofort wieder in Verteidigungszustand gesetzt. Dieses Flakgeschütz vernichtete in direktem Beschuss einen sowjetischen Transporter, hier das Siegeszeichen. Auch 4 sowjetische Bunker wurden von den Kanonieren erledigt. Außerdem verzeichnet die Siegesliste 4 zerstörte Geschütze und 12 abgeschossene Flugzeuge. Das Maskottchen der Batterie. Rumänische Verbände auf dem Vormarsch in der südlichen Ukraine. Bunker der Bolschewiken vor Odessa werden im Zusammenwirken von Pionieren und Artillerie niedergekämpft.
rumänische Staatsführer Marschall Antonescu im Kampfgebiet. Das ist Krivoy Rog, das bedeutendste Erzgebiet der Sowjetunion. Mit dem Verlust von Krivoy Rog hat die Sowjetunion über 61% ihrer gesamten Eisenerzproduktion verloren. Die Bolschewiken versuchten bei ihrem Rückzug, die Gruben völlig zu zerstören, um damit die Erzförderung für mehrere Jahre lahmzulegen. Durch den schnellen Vorstoß unserer Panzer gelang nur ein Teil der geplanten Zerstörung. Nach der Eroberung von Krivoy Rog rückten Spezialkommandos unserer Wehrmacht heran und stellten die Grubenanlagen sofort wieder her. Deutsche Soldaten fahren in den Schacht ein. Schon nach wenigen Tagen ist die Erzförderung wieder im Gange. Die einheimischen Bergleute finden sich in immer größerer Zahl wieder an ihren Arbeitsplätzen ein. Hier die elenden Wohnstätten der Grubenarbeiter von Krivoy Rog. In diesen Lehmhütten müssen 8- bis 10-köpfige Familien hausen. Die soziale Not ist hier grenzenlos. Und für solche verdreckten Löcher musste der bolschewistische Arbeiter eine Miete bezahlen, die einen großen Teil seines kümmerlichen Lohnes verschlang. Der Bolschewismus ließ diese Arbeiter und ihre Familien völlig verkommen. Wasserleitungen sind hier unbekannt. Die Bevölkerung muss das Wasser von weit her heranschleppen. Es fehlt überall an den primitivsten hygienischen Einrichtungen. Für protzige Verwaltungsbauten dagegen war Geld in Hülle und Fülle vorhanden. Prunkvolle Fassaden sollten dieses Zerrbild eines sozialistischen Staates, der sich als Paradies der Bauern und Arbeiter bezeichnete, vor der Außenwelt tarnen. Allein das Schreckensregiment der GPU konnte dieses widernatürliche Staatsgebilde zusammenhalten. Eines der GPU-Gefängnisse. In diesen engen Dunkelzellen warteten die Opfer der GPU oft monatelang auf einen qualvollen Tod. Eine Folterkammer. Zwischen den engen Wänden mussten die Gemarterten bei größter Hitze und geringster Luftzufuhr tagelang aufrecht stehen bleiben. Das ist die Fratze des Bolschewismus, wie sie der ukrainische Selbstschutz auf einem seiner Werbeplakate zeigt. Männer des Selbstschutzes. Ein Fesselballon wird aufgelassen. Der Blick reicht weit in die feindlichen Aufmarschräume hinein. Die Beobachtungen werden durch Fernsprecher an die Befehlsstelle der Artillerie weitergegeben. Feindliche Kolonnen im Anmarsch. Feuerbefehl an die Artillerie. Tausendste Granate der Batterie. Der Feind ist schwer getroffen. Unsere vorrückenden Truppen stoßen überall auf die Spuren des deutschen Artilleriefeuers. Marschpause.
Nach kurzer Rast wird aufgesessen. Den Sowjets hart auf den Fersen geht es immer weiter nach Osten. In der Weite dieser Landschaft fallen der Kavallerie besondere Aufgaben zu. Feindliche Artillerie versucht, unseren Vormarsch zu stören. Im Galopp geht es hindurch. Kavallerie ist abgesessen und geht zur Säuberung des Geländes vor. Am Westufer des Dnjepr, im Raume von Dnjepropetrovsk. Artillerie bereitet die Bildung eines neuen Brückenkopfes vor. Feuer auf ein bolschewistisches Patrouillenboot. Feindliche Flieger greifen zwei wichtige Dnjeprbrücken an, die gerade von unseren Pionieren wieder gangbar gemacht werden sollen. Ein Sowjetjäger. Deutsche und ungarische Flakartillerie schießt Sperre. Pioniere gehen vor, um brennende Brückenteile zu löschen. Bolschewiken greifen immer wieder an. Immer stärkeres Abwehrfeuer schlägt ihnen entgegen. Die Pioniere sind heran, um ihre Arbeit fortzusetzen. Mitten im feindlichen Feuer beginnen sie unter todesmutigem Einsatz ihr Werk. Getroffen! Die Bombenschäden an den Dnjeprbrücken werden sofort beseitigt. Es geht wieder vorwärts. Im Führerhauptquartier. Die erfolgreichen Jagdflieger Major Lützow, Major Freiherr von Malzahn und Oberleutnant Priller erhielten aus der Hand des Führers das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Es wurde ihnen für hervorragende Tapferkeit im Kampf um die Zukunft unseres Volkes verliehen. General Munoz Grande, der Chef der spanischen Blauen Division im Führerhauptquartier.
Die spanischen Freiwilligen der Blauen Division auf dem Marsch zur Front. Die Männer tragen deutsche Uniformen und führen deutsche Waffen. Vorstoß auf Reval. Die Sowjets hatten das Gelände rings um die Stadt stark vermint. Vorsichtig beseitigen die Pioniere die Minen und machen sie unschädlich. In zähem Kampf arbeiten sich die deutschen Truppen an die Stadt heran. Die Bolschewiken sind auf engem Raum zusammengedrängt und wehren sich mit dem Mut der Verzweiflung. Aber ihr Widerstand ist vergeblich. Reval. Wieder ist eine alte deutsche Ordens- und Hansestadt der Ostseeländer von unseren Truppen genommen. Durch den schnellen Vorstoß konnten viele deutsche Kulturdenkmäler vor der Zerstörung durch die Sowjets bewahrt werden. Die Bevölkerung grüßt unsere Soldaten als Befreier vom bolschewistischen Joch. Vorstoß nach Baltesport, dem sowjetischen Kriegshafen am Eingang zum Finnischen Meerbusen. Bei Reval ist die sowjetische Transportflotte, mit der die Bolschewiken zu fliehen versuchten, in deutsche Minenfelder geraten. Von der Küste aus wird sie zugleich von unserer Artillerie unter Feuer genommen. Am Horizont die Rauch- und Dampfwolken der brennenden und sinkenden Schiffe. Stukas vollenden dieses gewaltige Zerstörungswerk. 17 Kriegsschiffe und 43 Transporter wurden vernichtet. 54 weitere Einheiten schwer beschädigt. Die bolschewistischen Divisionen, die in Estland kämpften, sind aufgerieben. Die Schlacht um Reval und Baltesport wurde für die Sowjets zu einem Dünkirchen der Ostsee. Die Rückzugsstraßen sind mit zurückgelassenen Waffen und Fahrzeugen übersät. Die
Die Vernichtungskommandos der fliehenden Bolschewiken arbeiteten fieberhaft, um alles noch brauchbare Kriegsmaterial zu zerstören. Ein sowjetisches Küstengeschütz. Der größte Teil der Bolschewiken geriet in Gefangenschaft oder kam in den Fluten der Ostsee um. Nach Abschluss der Kämpfe wurden rund 12.000 Gefangene gezählt. Im Raume von Petersburg. Einsatzbesprechung. Kampfgeschwader sollen rückwärtige Verbindungen der Sowjets mit Bomben belegen. Volltreffer! Eine wichtige Brücke ist zerstört. Angriff auf sowjetische Vormarschstraßen und Truppenansammlungen in den Wäldern um Petersburg. Unter uns bolschewistische Stellungen. Die deutschen Bomben schlagen mit vernichtender Wirkung ein. So sieht es nach einem Angriff unserer Luftwaffe aus. Hier kam kein Bolschewik mit dem Leben davon. Die blutigen Verluste der Sowjets sind nicht mehr abzuschätzen. Kampf in den Bunkerfeldern zwischen der Luga und Petersburg. Verbände des Heeres und der Waffen-SS räuchern die einzelnen Widerstandsnester aus. Mit Sturmbooten wird ein Flusslauf genommen. Am anderen Ufer geht es im Sturm weiter vorwärts. Bunker um Bunker wird niedergekämpft. Sie waren als Bauernhäuser getarnt.
Einschließung von Petersburg schreitet planmäßig fort. Die Stadt, in der nach Meldungen des Moskauer Rundfunks alle Häuser in Festungen verwandelt wurden, liegt bereits unter dem Feuer der schweren deutschen Artillerie.